Hallo, Sie sind der Herr Biermann? Jawohl. Jawohl. Ja, in Doppelkupplung habe ich ja auch ein bisschen bei BMW was mitbekommen. Ja, es ist ein Tick langsamer im Huracan als im R8. Ja. Unglaublich. Aber, ja, aber scheiße, genau, scheißegal. Ist doch völlig egal. Darum geht's doch gar nicht. Aber du kommst mit. Ich kann mitfahren. Ja. Ja, ja, doch. ja. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Jungs alles vorbereitet haben. Also, unsere Motorleute sind ja immer sehr vorsichtig am Anfang. Also sie hat jetzt irgendwie noch nicht die Zielleistung, sondern liegt so gute 20% runter. Aber darum geht es auch in der Phase jetzt gar nicht. Genau, also man kann sich vorstellen, dass so ein Auto auch nach Deutschland kommt. Weil wir haben ja gerade noch mal gequatscht, wo die Kamera aus war. Das könnte auch zum Beispiel ein... Der soll auf jeden Fall nach Deutschland, ja. Und das wäre dann, wie würde sowas heißen? Ja, also das ist dann unterhalb vom i30 irgendwas. Ne? Kann man natürlich jetzt nicht drüber reden, ist ja noch alles streng geheim. Wenn meine Mathe nicht ganz doof war. Ja. Nö. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein ganz früher Versuchsträger. Und jetzt machen wir erstmal eine Runde Piano, würde ich sagen, zum Eingewöhnen. Hier jetzt dann am besten links fahren, das ist dann ein bisschen spaßiger. Und das hier ist ein 1,6er. 1,6er, genau. Jetzt geht's links. So, und da hinten, die macht dann immer mehr zu. Aha. Die linke. Weiß ich. Okay. Da regelt das ESP aber schon hart. Ja. So, hier müssen wir ein bisschen langsam tun. Jetzt hier geht's über die Kuppe, da wird er ein bisschen leicht. Ja. Dann kommt er links. Dann kommt noch eine Kuppe und nach der Kuppe dann müssen wir in die Ramme. Ein bisschen rechts halten jetzt. So, setzt du da hinten auf den Telegrafenmasten, zielst, dann passt's. So, genau, jetzt sind wir einmal rum. Okay. Das geht am besten im zweiten. Jetzt wieder links. Ja, der hat eben so ein bisschen Vertikaldynamik hier, der Kurs. Dass es so ein bisschen spannender ist fürs Fahrwerk. Ansonsten unser alter Handling-Kurs, der ist schneller, aber ist eben total flach. Ja? Dem fehlt halt so ein bisschen Nordschleife. Ja? Aber wir fahren, wenn es spannend wird, machen wir sowieso alles auf der Nordschleife und Umgebung. Ja? Also bis wie viel Prozent entwickelt ihr denn ungefähr hier? Ja, das kann man schlecht sagen. In der frühen Phase, sage ich mal, die Konstruktion und so weiter, das läuft erstmal hier. Aber bei der Auslegung sind wir dann jetzt schon, ich sag mal, wir sind eigentlich immer global unterwegs. Wir haben immer beide Standorte zusammen, Rüsselsheim und hier. Wir haben hier in Rüsselsheim auch eine ganz tolle Truppe, die simulativ Aber keine Strecke, ne? Ja, nee, dann immer nur Nordschleife, E-Pool und dann Umgebung. Ja. Ja, und also... Wo wird so ein Auto ungefähr preislich liegen? Auf jeden Fall einige 1000 Euros unter dem Basis i30N. Und wenn ihr entwickelt, ne? Wie doll konzentriert ihr euch auf den deutschen Markt? Der hat jetzt keine größere Bedeutung als, was weiß ich, England oder Australien. Ist ja auch ein guter Markt für uns. Aber Deutschland ist schon wichtig. Deutschland ist ja praktisch das High-Performance-Land und da musst du erstmal dich durchsetzen natürlich. Ne? Habt ihr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber fährt schon geil, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, wenn sowas jetzt wirklich günstig ist, dann bockt sich das aber richtig. Movo hinten. Ja, aber der hat jetzt noch keinen Dampf, gell? So, also da fehlt schon noch Dampf. Ne? Wie viel? Also 20% also fehlt ungefähr? Ja. Ich finde, der fährt schon nicht schlecht. Doch, jetzt müssen wir dann raus. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die anderen. Weil, der fahr einfach raus, das geht schon. Ja. Dann fahren wir mal mit dem. Ja. So, das ist jetzt ein normaler i30N. Ja, das ist jetzt so eine Art Vorgriff auf unsere Special Edition. Diesen Herbst kommt so eine Special Edition auf den Markt. Da dürfen wir natürlich nichts von verraten. Da ist dann natürlich gar nichts von verraten. Na, gar nichts. Ja, und das ist jetzt praktisch schon ein Vorläufer. Ja? Ja, von der Special Edition. Und wenn man jetzt so
Also wenn man jetzt so den Begriff Special Edition hört, dann beinhaltet das natürlich auch, dass er was anders ist, richtig? Ja. Und was ist das irgendwie? Ja, es gibt da so ein paar Leichtbauumfänge. Aha. Nee, da vorne gibt es ja so ein schwarzes Häubchen. Ja, die ist schwarz dann einfach, weil schwarz leichter ist als blau. Ja, die ist ja nicht lackiert. Ach, richtig. Hat so ein komisches Muster. Und ja, dann leichtere Räder und die Sitze. Die Auch sind schwarz. Ja, dunkel. Anthrazit würde ich Ist jetzt ja auch sagen. leicht, Auch haben wir leicht. ja gelernt. Ja. Und dann gibt es noch leichtere Sitze. Und Leichtere Sitze? ja, das ist jetzt der Seriensitz, in dem Ja, wir ja. jetzt sitzen. Da machen wir leichtere Stühle rein. Und dann haben wir, ja, also dann Ungefähr? ist das schon ein bisschen leichter. Dann, Als? als das Serienauto. Kriegen Ja. wir gewichtsmäßig schon einiges runter. Dann wird noch an der Aero. Ja, da kommt auch, ja, unser Kim ist da, unser Rennfahrer. Er ist jetzt schon zweimal 24 Stunden gefahren. Aha. Ja, also ich sag mal, fahrtechnisch und so ist jetzt hier nicht so viel anders in dem Auto. Das heißt, Motorleistung hat er jetzt wie viel? Der hat jetzt Das ist eine Performance mit 275 PS. aber der hat jetzt nicht mehr, wenn der dann kommt als diese Special Edition. Der hat nicht mehr Leistung. Hat der nicht mehr Leistung? Nein, motormäßig passiert nichts. Aber Aero und Leichtbau, die Sitze und ja, Aero und auch ein bisschen Optik. Ja. Aber ein bisschen auffrischen, jetzt wieder rechts. Den i30N, den kennst du ja schon ganz gut, ne? Nee, ganz ehrlich, so wirklich gut würde ich sagen, nein. Du hast doch schon mal irgendwie auch Kundschaft gehabt mit i30. Ja, genau, das war's aber auch. Ich meine, was man wirklich merkt, ist, wie gut das Auto funktioniert. Das ist echt widerlich gut. Eine größere Bremse ist das Thema nochmal für euch? Wir sind dran am Thema Bremse, wenn wir den Doppelkuppler bringen. Ah, Das dauert auch noch ein bisschen, okay. das Doppelkupplungsgetriebe. Aber das wird richtig geil. Das Getriebe? Das kann ich schon sagen. Was kannst du sagen? Der N-Mode, der Hammer. Was denkst du, wann kommt das Doppelkupplungsgetriebe? Ja, nächstes Jahr. Ach, so schnell. Was hältst du vom Thema Tuning? Ja, finde ich sehr gut. Ich sag mal, da ist ja auch gut, dass man ein Auto hat, wo fürs Tuning auch noch ein bisschen Luft ist und so. Ja, das gehört einfach dazu. Aber jetzt wirklich die ernste Frage. Das heißt, du siehst das gar nicht so negativ, ne? Nee, warum soll ich das negativ? Die Leute Viele brauchen das. Hersteller Die brauchen das. ist ja. auch wirklich so. Die Leute müssen Geld ausgeben und du kannst denen gar nicht das perfekte Auto geben, weil die müssen das selber machen. Auch, ja, ich mag dich. Das ist völlig okay. Ja. Ich habe auch früher meine Karren frisiert alle. Ja, das muss man einfach machen. Es gehört auch dann wirklich dazu, ne? Ja. Ja, allein, dass das geht, ne? Dass du ihn auf der Bremse so ein bisschen reinkommen lassen kannst, das ist halt schon echt geil für ein frontangetriebenes Auto. Wo ja eigentlich fast jeder Hersteller sagt, das darf das Auto nicht machen, weil das Auto sonst gefährlich wird, ne? Nein, das muss es machen. Das muss es auch machen. Ja. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir wieder raus. Ja. Ich bin nämlich nicht so begnadeter Beifahrer, weißt du. Ja. Wieso, was war los? Nein, das ist alles gut, aber wir wollen ja noch ein paar Autos fahren. Ach so, okay. Müssen wir das einteilen. Ja. Was wurde alles an diesem Auto geändert? Das Getriebe ist natürlich auch ein eigenes Getriebe, ne? Oder gab es vorher auch ein Sechsgang? Getriebe gab es aber schon. Das gab es schon? Das gab es schon, ja. Haben wir aber angepasst und ein bisschen verstärkt. Genau, weil Die Kupplung ist eine andere. weil die Gasse ist geil. Der Punkt, wenn der Gang reinkommt, ist, also der Anschlagpunkt ist halt auch wirklich sehr Ja, satt. ist alles überarbeitet. Die ganze Kulisse hier ist alles anders. Alles optimiert. Ja, das waren dann halt auch, ich weiß nicht, 6, 7 Schleifen, bis dann das so war, wo ich so, okay, geht so. Ne? Und Kupplung natürlich auch, ja. Kupplung, das muss ja alles zusammengehen. Und das alles, was du anpackst, was funktionieren muss, das ist ja alles überarbeitet. Also das hier hinziehen, war ein Step, war kein Step. Das war total... Wie oft bist du noch in Deutschland? Ja, wie oft bin ich in Deutschland? Das hängt immer von meinen Dienstreisen ab. 5-mal im Jahr vielleicht, 6-mal im Jahr. Ich habe ja jede Schleife ja selber am Ring gefahren und außenrum bei den N-Autos bisher.
Ja, auch für den Veloster, wie machen wir das für die Ami-Abstimmung und so. Aber das werde ich künftig nicht mehr machen. Machen wir für die Amis, weil die nicht fahren können. Ne? Nein. Das hat was mit den Bedingungen da zu tun. Und hast du den Veloster schon mal gefahren? Veloster N? Nee. Der ist ja noch geiler. Ja, ne? Ja, ist ja noch geiler. Aber du sagst ja, weil das ja so geil ist, kommt der vielleicht ja auch. So von hinten, durch die Hintertür habe ich mir das jetzt vorgenommen zu spielen, das Thema. Aber vielleicht finden wir ja auch etwas, was es vielleicht diese Lücke zudecken kann, was dann vielleicht in die Richtung geht. Ja, aber das ist Du dann, redest in Rätseln. ja, aber das ist dann natürlich nicht jetzt so günstig und erschwinglich, sondern wenn wir sowas machen, dann ist das wirklich nur was für ganz Verrückte. Ja. Also auch weniger Autos. Ja, das geht nicht anders. Wenn wir da jetzt Elektrik rein Was kann der denn jetzt? Da müssen wir mal reden. Ich weiß gar nicht, was da im Moment drin ist in dem Apparat. Das ist ein 2 Liter Turbo drin. Der hat so ungefähr 350 PS oder so. Können wir die Haube mal aufmachen? Ja, und das geht schon ganz gut ab. Ja. Das ist cool. This is also the 2 liter. Yes, turbocharger. Basically same engine, but bigger turbocharger. Yes. Also nur der Verdichter ist größer, denke ich mal, ne? Weil das Abgasgehäuse und der Lader selbst ist der gleiche. Von außen. Der Krümmer ist wahrscheinlich noch Serie. Aber warte mal, und du kannst dir vorstellen, so was kommt? Ja, wir sind ja gerade daran, so ein Konzeptauto zu bauen. Und Wir stehen vor einem, Schatzi. ja, das ist ja Rolling Lab. Ach so, okay. Und jetzt bauen wir mal Richtig. eine Handvoll Prototypen. Bauen wir gerade in Deutschland auf. Das Thema fahren wir über Motorsport, über Alzenau. Wo baut ihr das denn? Ja, das können wir jetzt nicht sagen, wo wir das bauen. Aber wie gesagt, ich denke, in ungefähr 6 Wochen geht das erste Mal dann auf die Straße, auf die Teststrecke. Ja, geil. Und dann geht es so langsam los, ja, die Gaudi. Und nochmal. Und dann kann man das kaufen vielleicht irgendwann? Ja, das steht aber noch nicht fest. Da haben wir noch nichts entschieden. Und dann sehen wir mal, ob wir da irgendwie sowas Ähnliches wie ein Business Case finden können. Ja? Ja, hast du doch schon. Ich kauf so ein Ding. Ja, mit einem kriegen wir es nicht gedreht. Wir kriegen, also glaub mir, da drin sind ein paar. Ja. Können wir den mal hier drauf fahren ein bisschen? Ja. We can go with this car, right? Or not? No, sorry. This is Not not. be driven? No. Okay, I didn't know. Ja, wäre schade. Also wirklich schade. Würde ich gerne mal Ja. bewegen. Wirklich sehr gerne sogar. Wie der Motor und das Paket und wie ihr einen Mittelmotor interpretiert. Also ehrlich. Ja, aber also motormäßig ist das jetzt auch keine weiß spezielle ich, Interpretation. weil das 2015 ist. Aber trotz alledem das ganze Paket mal zu fahren, in dem dann der Antrieb hier ist und der Motor da ist, das finde ich halt spannend. Mr. Jung, we can go a little bit back and forth. That's no problem, right? Okay. Gleich. Gibt nur 2 Sitze. Noch nie. Oh, geil. Ah, Lecko, Funny. Ist ja eine große Scheibe drin noch. Schatzi, guck dir mal die Betonfläche an. Ja, ist gut, ne? Kann man sagen. Ja. Da kann man schon mal einen driften. Kannst du schon mal einen rauslassen? Ja. Ich hielt ja vom Driften nie etwas. Nein! Du sitzt neben dem Problemfall. Nee, ich hab da nie was mit dem Hut gehabt. Aber, Nein? Nee, aber natürlich jetzt bei M, ja, mit dem M3 und so, da habe ich natürlich mich dann auch mal hinreißen lassen. Das war da in die Richtung auch ein bisschen Arbeit. Wie hinreißen lassen? Ja. Das ist eine der geilsten Fahrzeugstellen, die es gibt. Ja, ich weiß schon. Ja, also, der tut schon. Ich meine, du kannst noch einmal ein bisschen höher drehen, wenn du magst noch. Du sagst mir eh wieder nicht. Also die Idee ist schon ausgereift mit so einem Auto. Ja, also das Konzept ist jetzt mal klar. Jetzt bauen wir die ersten 2 Prototypen auf. Und die sind praktisch auf Basis vom Veloster N TCR Auto. Aber dann nehmen wir den Motor da vorne raus und tun den da hinten. Ja, dann ist es lustig. Aber jetzt eben auch noch im Moment mit dem TCR Motor und dem Getriebe. Ja, ist gut, ne? Jetzt hört man das viel besser, ne? Den Turbo, ne? Und wie wir das dann in Richtung Serie mal bewegen, das ist dann der nächste Schritt. Ja. Also ich versuche mit meinem Kopf zusammenzubauen, was du so sagst. Das klingt schon mal ganz spaßig. Wir kümmern uns auch natürlich, dass es weitergeht. Ohne Elektrik jetzt eine Zeit lang wird es nicht gehen. Irgendwann ist natürlich Wasserstoff angesagt. Ja? Weil Wasserstoff wird es am Ende sein. Ja? Weil Batterie ist ja im Prinzip auch Käse. Ja? Ganz gut, also du meinst, Wasserstoff zieht sich durch vor Batterie?
Ja, das ist eine Frage der Zeit nur. Also wir sind soweit, wir sind jetzt in der 2. Generation. Du hast den Nexo schon gefahren. Das ist schon ein richtig gutes Auto. Echt? Ja? Ich war echt platt wie ein Briefmarke. Ja. Und wir arbeiten jetzt in der 3. Generation Brennstoffzelle. Und auch für LKWs, Busse eine große Brennstoffzelle. Und uns rennen im Moment alle Hersteller die Bude ein. Die wollen jetzt alle mit uns zusammenarbeiten, weil ja außer Toyota und uns praktisch keiner so richtig weitergemacht hat die ganze Zeit. Und wir sind halt über 20 Jahre. Ja, im Kämmerchen schon. Also Ja, aber nicht richtig. Wir sind jetzt schon in Serie mit dem zweiten Auto. Das haben wir nicht heißt, gemacht. wir kennen jetzt unseren Stack sehr gut. Wir wissen, was der kann. Und das ist ein Riesenvorteil natürlich, weil die Technik ist, wie gesagt, für viele eben komplett unbeschriebenes Blatt. Aber wir kennen eben schon sehr, sehr viel davon. Und nach unseren jetzigen Planungen sind wir in der Lage, ab 2025, ich sag mal so ein Mittelklasse-Auto mit Batterie, mit einem Brennstoffzellenauto zu schlagen. Also von der Leistung her, Reichweite, auch von Kosten her. So wie jetzt unsere Planungen sind, denke ich, ab 2025 sind wir dann bei Mittelklasse-Auto. Nein, und alles, was schwerer ist als das Mittelklasse-Auto, da funktioniert es dann sowieso. Ne? Das hängt an der Infrastruktur. Aber in Deutschland ist ja alles jetzt batteriegetrieben, weil ein großer Konzern jetzt ja nur noch die Batterietrommel rührt. Und wir sind ja für Technologieoffenheit. Und ja, das ist nicht so einfach in Deutschland mit der Technologieoffenheit. Ganz kurz. Also sagst du schon, dass das Batteriethema eine kurze Erscheinung ist? Das ist nur eine temporäre Erscheinung. Das wird bei kleinen Autos bleiben, denke ich. Bei kleinen Autos, da wird sich das halten. Aber in vielen Bereichen wird die Batterie dann irgendwann von der Brennstoffzelle abgelöst. Das ist ja auch viel nachhaltiger, Brennstoffzelle. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, du musst halt nur eben eine Infrastruktur haben und du brauchst sauberen Wasserstoff. Und ich sag mal, in Deutschland zum Beispiel haben wir ja viel Windenergie, viel Solarenergie. So eine Stadt wie Hamburg, die haben jedes Jahr, was weiß ich, wie viel Windenergie überschüssig. Die könnten die ganze Zeit Wasserstoff generieren. Du brauchst ja nichts, nur Strom, kannst du Wasserstoff machen, Elektrolyse. Und dann kannst du schön speichern und dann eben, hurra, durch die Brennstoffzelle pusten und dann fahren. Also, ja, in Kalifornien, die machen das mit Sonnenenergie, da funktioniert das auch schon ganz gut. Also man kann, und in der Schweiz, die machen das mit Wasserkraftwerken, wo sie dann den Strom auch grün haben. Und da gibt es eben so ein Konsortium und der Staat hat das unterstützt. Die machen dann chargen keine Netzgebühr. Netzgebühr ist ja auch sehr hoch. Und so gibt es halt jetzt schon Konstellationen, wo du dann praktisch mit einem Wasserstofftruck, weil der keine Straßenmaut zahlen muss, die ganzen Tunnelgebühren in der Schweiz, bist du im Business Case besser als ein, ich sag mal, dreckiger LKW. Das hängt immer von den lokalen Gegebenheiten ab. Mr. Kim. Good morning. This is our race driver, Mr. Hello. Kim. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey. I'm JP. How much power is in the TCR? TCR is around 350. Yeah. It depends on the balance of performance. Mr. Yoon, do we know what kind of Mr. Yoon. Engine performance level we have in this car? Because our cars are now restricted like crazy. No, we cannot race with the normal power. Yeah. We have more ride height, we have more weight, we have less torque. Because you're too good. Yeah. It's so the BOP is 90%, Okay. 10% restriction of the engine. So it's 90%. And, Can we have a look at the engine? Sure. Also der Grundblock ist gleich, der Krümmer ist deutlich länger, Lader ist zur Seite versetzt. Wir haben wieder kein E-Wastegate, sondern ein normal gesteuertes Wastegate. Wir haben Ladeluftkühler, Luft, relativ klein, ne? Vorne sitzen. Mit Plastikkästen außen dran, E-Gas, offene Kurbelwellenlüftung. Geil. Und das ist richtig guter Tourenwagensport, so wie sich das gehört. Ja. Die können sich mal ordentlich auch die Türklinken rasieren und das ist robuste Technik. Ja. Da ist ein Serienlader drauf, ja, von einem deutschen Premium-Hersteller. Den fahren, glaube ich, alle in der TCR mittlerweile, den Lader. Und ja. Dann schmeißt du mal an den Ding. Das Ding. Ja, Mr. Kim, can you start it? Yeah. Machen wir auch. Für N, ja. Einmal Kerzen aus, ne? Um Öldruck aufzubauen. Jetzt Kerzen an. Und er springt direkt an. Also was man hier sieht, ist ganz schön gemacht. Und zwar fahren die Jungs hier 2 Taktventile. Und zwar einmal betakten die überhalb des Wastegates, einmal unterhalb des Wastegates. Und man versucht eine genauere
Ladedruckregelung fahren und wirklich genau auf Punkt, Oberhalt, Kennlinie fahren, im maximalen Ladedruck. Das ist normal handgeschaltet, ne? Kein Flatshift, kein gar nichts, ne? Das ist ein sequenzielles Getriebe. Ah, deswegen. Ja, ja. Okay, die fahren sequenziell, somit können die halt immer mit Schaltunterbrechung fahren und dann lassen sie den Ladedruck, denke ich mal, voll stehen. Das heißt, im Schaltvorgang ist Ladedruck volle Möhre da, bumm, rein und dann geht's weiter am Text. Das heißt, wenn wir gleich schalten, müsste der richtig rumpeln hier. Willst du eine Runde drehen? Ja, gerne. Okay. Also was ich wirklich sagen muss, ist, das Auto ist genau wie Sie es gerade meinten, von der ganzen Philosophie ein so schön gebautes Auto, weil es super einfach zu fahren ist, super vorhersehbar vom Fahren her. Die Power ist gut, Differential ist gut, Traktionslevel ist echt fantastisch, es war echt nass. Ja. Wie war es für dich als Beifahrer? Hättest du auch gedacht, das kann eigentlich nicht klappen, ne? Genau, physikalisch eigentlich nie möglich, wenn man so in die Kurve fährt. Weil wir sind jetzt gerade 180 rein, ja. Ne? Und da denkst du eigentlich, okay, jetzt ist eigentlich vorbei, ne? Ja. Aber es fühlt sich sehr sicher an. Ja, ne? Und ja, also gar nicht so, als ob es jetzt irgendwie hart an der Grenze wäre, so, sondern... Nee, ich bin jetzt auch extra so gefahren, dass hier bloß nichts passiert, ne? Wenn hier vor schon alles da klar. steht. Aber das macht er echt gut. Also dann merkt man, wie viel Potenzial ja noch drin steckt. Auf jeden Fall. Nee, was ich auch merke an mir ist immer, wenn ich sowas mache, wenn ich jetzt zum Beispiel fahren würde als engagierter Fahrer. Ja. Und mein Job wäre, schnell zu fahren, ja. Dann hätte ich wirklich Spaß daran, weil du kannst sie echt drücken im Auto. Ja. Und jetzt überleg mal, wie das Ganze im Trockenen ja funktionieren muss. Ja, ja, aber auch für alle anderen auch. Ja. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Auto. Das kann ich sagen soll. Also Bedienung, alles super. Jetzt war die Sitzposition nicht ganz so mein Fall, weil der Kollege, der das Auto sonst fährt, ist, glaube ich, bestimmt 20 cm kleiner als ich. Ja. Komm, steigen wir aus. Wir sind zu spät zum Lunch. Oh. 12 Uhr. Okay.